8. Oktober 27 geboren. Ja. Mitte Jänner sind wir da schon An die Front gekommen. An die Ostfront da, Frankfurt an der Oder, Ja. Beinhof, Ja. genau. Bienhof, Ja. Bienhof. Ja. Ja. Und da sind wir direkt in den Dings, in den Angriff, sind wir direkt eingeschmissen worden. Also ohne Erfahrung, ohne Kampferfahrung. Sie waren ein Kind. Ihr Ja. Kind. Ein Kind. Ja. Und am 1. März Nachmittag auf einmal ist die Trommelfeier losgegangen, haben die Russen angegriffen. Und wir haben uns in den Bunker geflüchtet. Und der Bunker hat dann einen Volltreffer gekriegt. Ja. Und der Eingang also, war verschüttet. Ja. Das Trommelfeuer hat dann aufgehört und wir haben die Russen gehört. Hurre, hurre schreien. Ja. Also sind die Russen sind schon da. Aber wir müssen da aus dem Bunker wieder raus. Ja. Und da haben wir halt mit den Händen, weil der Eingang verschüttet war, haben wir mit den Händen halt weggegraben, dass wir rausgekommen sind. Ja. Und wir sind aus dem Bunker, dann waren wir zu viert, sind wir raus und haben wir halt, in die Richtung müssen wir gehen. Ja. Und dort haben wir einen haben wir dort verloren. Den haben die Russen, also ein Russe, der dort auf Posten war, der hat den umgelegt. Ja. Und wir haben uns umgedreht und sind wir in die andere Richtung gegangen. Und sind wir in den Ort, also in die Hauptstraßen reingekommen. Und dort sind wir den Russen direkt in die Hände gelaufen. Ja. Und die Russen, also waren eher nur Junge. Ja. Und die haben geschwind, die Russen haben gesagt, Strela, Strela. Ja. Also, Das Schießen. ja, und der Christel, der Bacher Christel, der hat schon Russisch kennen und hat da ein paar Worte ausgesagt. Und da haben die Russen, schon. Ja. Und das hat uns praktisch das Leben gerettet. Ja. Das haben wir dann erlebt, wie der Krieg aus war. Der Lagerkommandant, der Russische, hat dann das Lager antreten gelassen, gell? Und hat dann erklärt, der Krieg ist aus und der kommt nach Oberschlesien in die Kohlengruben. Und bis Weihnachten seid ihr alle zu Hause und keiner von euch wird Russland sehen. Und da sind wir 16 Tage sind wir gefahren. Über die Wolga drüber. Ja. Und die waren überall. Ja, ja natürlich, da haben wir schon gewusst, was uns blüht. Ne? Bis Tscheljabinsk, ohne dass wir mal rausgekommen waren. Und dann in Tscheljabinsk, In Sibirien. ja, sind wir auf freiem Feld, sind wir auswagoniert worden. Und dann sind wir wieder marschiert. Ein paar Stunden ins Lager, bis wir dort sind aufgenommen waren. Ja. 55 Grad war das meiste, das es dort gehabt hat. Minus. Minus. Das muss ich dazu sagen, das habe ich so schlimm empfunden, wenn dann was geredet worden ist über den Krieg, dann hat
der eine und der andere gesagt, naja, was war's denn so dumm? Und ich meine, sie sind ja nicht freiwillig eingerückt, sie haben ja einrücken müssen. Und in seinem Fall war das ja noch ganz anders, weil er gewusst, mein Bruder haben es erschossen und wenn ich nicht gehe, passiert mir das Gleiche. Nicht? Der hat desertiert. Am Krieg. Ist keiner verschont worden. Hast du dich jemals gefragt, was uns die allerletzten Zeitzeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges erzählen können? Ich habe heute die große Ehre, einen 97-jährigen Zeitzeugen und seine jung gebliebene Gattin zu interviewen. Und dieses 70 Jahre lang verheiratete Ehepaar erzählt uns heute gemeinsam, wie dieser 97-jährige Zeitzeuge den Zweiten Weltkrieg erleben musste, wie er 4 Jahre lang in russischer Kriegsgefangenschaft in Sibirien war, wie er dort die Kälte, den Hunger, die Hoffnungslosigkeit und den Tod erleben musste, wie er dann 1948 zurückgekehrt ist, wie er seine Frau kennengelernt hat, was sie gemacht haben, dass sie 70 Jahre lang verheiratet geblieben sind, was wir tun können, dass sich die Zeit des Zweiten Weltkriegs nicht erneut wiederholt und was sie sich gemeinsam für die Zukunft wünschen. Ich bin Daniel Bleunig, bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und genau diese wertvolle Lebensgeschichte wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung sie sein? Du, Wie jung sie sein? 97. 97. Ja, im 98. Also, Am 8. Oktober. 8. Oktober, 27 geboren. Ja. Und darf ich fragen, wie jung Sie sein? ja, auch nach am 90er, 88. 88 Jahre. Und Sie beide kennen Sie schon wie lange? 73 Jahre. Ja. 73 Jahre kennen Sie sich schon. Von uns sind Ja. wir 70 Jahre verheiratet. 70 Jahre sind Sie schon verheiratet. Die Gnadenhochzeit haben Sie letztes Jahr im November schon feiern dürfen. Ja, die haben Ja. wir mit dem Vater unser besiegelt, weil Feiern ist nicht unser Ding. Das heißt, über 70 Jahre, 73 Jahre kennen Sie sich schon. Und immer mit der gleichen Frau und mit dem gleichen Mann. Ja. Aber Sie haben gesagt, 1927 seien Sie damals auf die Welt gekommen. Genau, ja. Wie war das damals, so in die 1920er, 1930er aufzuwachsen? Also, ich bin bei meinen Eltern in Micheldorf, St. Burgen geboren. Ja. Und mein Vater war Witwe? schon vorher einmal verheiratet. Und die erste Frau, die ist eben in Wochenbeck gestorben. Ja. Und meine Mutter, die war da, ist dann als Wirtschafterin zu ihm, Als Wirtschafterin hingekommen. als Wirtschafterin zu ihm und ist dann dort verblieben. Ja. Und es sind da Er war von der ersten Frau waren 2 Kinder und dem beim zweiten ja, ist die warst du der Dritte immer. von der zweiten, von der Von der zweiten Frau war ich der Dritte, genau. Ja. Mit einem Jahr sind Sie schon zu den Großeltern gekommen. Mit einem Jahr. Genau, ja. Und Aber es daheim einfach schwierig war. Weil die älteste Schwester aus der ersten Ehe war ja 7 Jahre und 5 Kinder. So. Und damals hat man nicht viel gehabt, wenig Geld. Und dann war es schwer, dass man so eine große Familie halt schauen kann. Und deswegen sind es dann so die natürlich. Und das Großeltern. war ja dann schon, der Schwiegervater war nicht immer da, das war schon die kritische Zeit hat schon angefangen. Und die Schwiegermutter hat schon sehr kämpfen müssen. Es waren 2 große Besitzungen da. Das hat ja über das Jahr müssen alles bewältigt werden. Es hat ja
Das war ja schon eine Aufgabe, die Familie und die vielen Dienstboten übers Jahr zu versorgen, weil es hat ja keine, wie immer gearteten, es hat keine Gefriertruhen gegeben, es hat nichts gegeben. Nicht? Es war einzig der Keller und das Fleisch ist eingesalzen worden und mit dem hat man müssen übers Jahr kommen. Nicht? Ja. Und das war die Zeit zwischen den Kriegen, mit Hungersnot, mit Weltwirtschaftskrise. Ja, genau. Das war eben im Betrieb viel Leute zu versorgen. Ja. Sie haben damals immer schon das gelernt, auch viel zu sparen und zu arbeiten auch. Natürlich, ja. Nein, das war ja kein Geld. Es war ja, ich meine, es war ein Geld da. Es war insofern die 30er Jahre nicht schlecht. Es waren Leute da, die gearbeitet haben, aber aus der Not, weil so viele Arbeitslose waren. Die haben sich dann beim Bauer verköstigt, haben dort ein Holz gekriegt, dass sie überhaupt haben die Wohnung heizen können und so weiter. Aber das Geld war trotzdem nichts. Es war keine Krankenkasse und nichts. Zu wenig. Ja. Deswegen haben sie dann immer viel gespart und dann auch haben sie mal länger gespart, dass sie mal eine rote Frucht kaufen können. Eine schöne rote Frucht. Ich habe sowas zum ersten Mal gesehen. Und deshalb, und ich habe da ein paar Groschen gehabt, die da so, dass sie schon so eine Frucht haben kaufen können. Und haben nach der Schule, ich bin in Kranzbergbauer in die Schule gegangen, und nach der Schule habe ich dort die Frucht gekauft und bin schnell heim, dass ich das nicht sparen, nicht mit den anderen teilen muss. Da haben wir allerdings eben einen Platz gehabt, wo wir die restlichen Jausen weggegessen haben. Ja, und dort habe ich mich dann niedergesetzt, mit Ruhe wollen eben diese Frucht weggegessen. Und das erste Mal haben einige gebissen. Es war fürchterlich. Es waren unterhalb waren ein paar Bäume und dort habe ich dann die Frucht, habe ich dort oben, dort auf die Bäume aufgehauen. Ist alles geplatzt. Das war eben, wie soll ich sagen, gell? Das erste Mal, dass sie Tomaten, dass sie Tomaten gesehen haben, gegessen haben, weil man das nicht kennt hat früher. Und dann mit 15 Jahren, oder zumindest haben wir dann zuerst nicht gewusst, was weitermachen sollen. Und dann haben sie einen Onkel gehabt, der hat ja eine Fleischerei gehabt und die Tante. Das waren zwei Onkeln, die Fleischhauer waren in St. Peter-Lagan. Und ein paar Cousinen, die auch Fleischhocker waren schon. Und denen wollte ich es nachmachen. Und weil immer, also Fleisch, das war schon mein Lieblingsessen. Ja. Und das war immer mein Wunsch, ich möchte Fleischhauer lernen. Ja. Mein Vater, der war eigentlich dagegen. Also von ihm aus hätte ich nicht das lernen sollen, sondern ich soll Lehrer studieren. Ja. Aber das war mir zu kompliziert. Ja. Na, wenn ich da was sagen darf, Ja. Es war ja verlockend, wenn der Onkel ist gekommen, der hat ja Sachen mitgebracht, die es daheim nicht gegeben hat, also besonders gute. Und dann hat er schon ein Auto gehabt zur damaligen Zeit und ein Motorrad, obwohl es in der Garage gestanden ist, weil kein Treibstoff war. Aber das war ja alles zum Aufschauen und das war vielleicht auch mit ein Grund, dass er den Weg eingeschlagen hat. Nicht? Das heißt, 1942 haben sie dann die Fleischerlehre angefangen. 42 in Herbst, ja.
Das war die Zeit, wo der Zweite Weltkrieg schon angefangen hat. Haben Sie da vorher irgendwie was gemerkt, auch wie das 1938 mit dem Anschluss, wo wieder Hitler gekommen ist? Hat sich da viel verändert gehabt dann in der Zeit? Ja, natürlich. Ja. Es war, wie soll ich sagen, es war schon 3 Jahre Krieg. Damals, ja. Ja, damals. Ja. Es waren damals die Partisanen schon in unserer Gegend da recht aktiv unterwegs. Die Tito-Partisanen. Ja. Also die Leute haben sehr viel Angst gehabt. Es sind viele umgebracht worden da in unserer Gemeinde. Es hat schon auf die Kinder auch abgefärbt. Die haben das schon auch. Ich selber habe es auch mitgekriegt. Also von 1942 da waren das schon mit den Partisanen. Ja, eigentlich ja. von Vorher schon. 42 Ja. Jahren. Also, Also ich bin dann im Jahr 42, im Herbst, bin ich dann die Lehre angetreten. Ja, in St. Veit, in Oktober. Ja. Und da, ich war in Kranzachbau bei der Hitlerjugend, aber dann in St. Veit habe ich mich nicht mehr dazu gemeldet. Ja. Und da wäre mein Lehrherr, ja, wäre bald in Schwierigkeiten gekommen, weil ich nicht in St. Veit bei der Hitlerjugend war. Ich habe mich angemeldet dort und bin dann bei der Feuerwehr HJ in St. Veit dort eingetreten. Ja. Weil da waren es auch erst 14 Jahre, 14, 15 Jahre waren es damals zu der 15 Zeit. Jahre, 15 Jahre. Ja. Und ich bin zum Arbeitsdienst eingerückt im August 1944, nach Untersteiermark und nach Lutenberg. Ja. Ich bin am 10. November abgerüstet beim Arbeitsdienst und am 15. November habe ich einrücken müssen. Nach Südtirol, nach Sterzing, zu den Nachrichten. dort also ausgebildet zu den Nachrichten und dort war ein wesentlicher Punkt, dort hat er schon seinen Kriegskameraden, den Christian, kennengelernt. Das war ein wesentlicher Abschnitt in seinem Leben. Der auch 17 Jahre, 1927 auf die Welt gekommen ist. Ja, genau. ja. Und das Und dann- war ein Multitalent, der Sprachlich vor allem. überhaupt in allem. Es war- technisch, alles. Die Nachrichten, also die Ausbildung zum Fernsprecher war relativ kurz, auch. Ja. Also, und am Mitte Jänner sind wir da schon, An die Front gekommen. An die Ostfront da, Frankfurt an der Oder, Ja, Beinhof, ja. genau. Bahnhof, ja. Ja. Binhof. Ja. Ja, und wir sind da direkt, also das war damals so, dass die Russen in dem Gebiet schon über die Oder waren und wir sind da, also die Deutschen haben die Russen da wieder zurückgedrängt über die Oder. Und in den Angriff sind wir direkt eingeschmissen worden. Also ohne Erfahrung, ohne Kampferfahrung. Wir haben da wenig Kriegserfahrung gehabt und sind eben nur, also ein ganzes Monat lang, also in den Februar sind wir dort gewesen, haben wir eigentlich nur, Das Haben wir Nachrichtennetz ja. wieder aufrecht. Ja. ja, Oder also das Gebiet dort eben, also eigentlich in Einsatz waren. Ja. Ende Februar waren schon immer die Parolen, ja,
die Russen werden angreifen, die Russen werden angreifen. Und wir haben dort den Dings, einen Bunker gebaut. Ja. Und am 1. März Nachmittag auf einmal ist Trommelfeuer losgegangen und die Russen angegriffen. Und wir haben uns in den Bunker geflüchtet. Und aus dem sind wir auch nicht rausgekommen. Und der Bunker hat dann einen Volltreffer gekriegt. Ja. Und der Eingang war verschüttet. Ja. Das Trommelfeuer hat dann aufgehört und wir haben die Russen gehört. Ore schreien. Ja. Also sind die Russen sind schon da. Aber wir müssen da aus dem Bunker wieder raus. Ja. Und da haben wir halt mit den Händen, weil der Eingang verschüttet war, haben wir mit den Händen halt weggegraben, dass wir rausgekommen sind. Ja. Und wir sind aus dem Bunker, dann waren wir zu viert, sind wir raus und haben wir halt, in die Richtung müssen wir gehen. Ja. Und dort haben wir einen haben wir dort verloren. Den haben die Russen, also ein Russe, der dort auf Posten war, der hat den umgelegt. Ja. Und wir haben uns umgedreht und sind wir in die andere Richtung gegangen. Und sind wir in den Ort, also in die Hauptstraßen reingekommen. Und dort sind wir den Russen direkt in die Hände gelaufen. Ja. Und die Russen, also waren eher nur Junge. Ja. Und die haben geschwind, die Russen haben gesagt, Strela, Strela. Ja. Also, und, ja, und der Christel, der Bacher Christel, der hat schon Russisch kennen und hat da ein paar Worte ausgesagt. Und die Russen, Chaos. Ja. Und das hat uns praktisch das Leben gerettet. Ja. Und von da weg sind wir dann marschiert, also von einem Stützpunkt zum anderen. Also und überall sind wir verheert worden. Ja. Und da sind wir zuerst noch zurück in das Ding, in das E-Werk dort sind wir am Haar und in der Nacht haben sie uns abgeholt. Dann sind wir zurück immer, also wieder ein paar Stützpunkte, wo wir wieder verheert worden sind. Was vielleicht, ich kenne die Geschichte, weil wir haben uns beim Arbeiten immer sehr viel drüber unterhalten, weil wir ja immer zusammen gearbeitet haben. Und was interessant ist, dass in diesen, kann man schon sagen, in den letzten Tagen des Krieges diese der Nachrichtendienst oder die Dokumentation so funktioniert hat. Also die Russen haben alles dokumentiert, dass es alles an Ort und Stelle gekommen, wo es hingehört hat. Das ist ja eine großartige Leistung gewesen. Das kann man sich ohne der modernen Kommunikation nicht vorstellen. Nicht? Und da haben wir, das Jahr kann ich nicht sagen, da gibt es diesen Dr. Karner, der diese Archive in Russland geöffnet hat. Ja. Und das war interessant. Wir haben das in die Hand gekriegt, ich habe das leider nicht gefunden.
Es ist alles dokumentiert, was an dem Tag zu essen war, was jeder noch besessen hat. Bei St. Löffel war der Stiel abgebrochen, das ist alles da drinnen, ist alles in diesem Archiv Dokumentiert festgehalten ist. worden. Das finde ich großartig. Das heißt, es ist zwar genau dokumentiert geworden, aber sie haben dann nichts zum Essen, nichts zum Trinken eingekriegt. Sie sind einfach durch die Gegend geschickt geworden. Ja, also wir sind dann losmarschiert natürlich mit Bewachung, entweder beritten oder Ja, so halt nebenan. ja, praktisch nur. So. Wie lange seid ihr marschiert? Ja, wir sind dann ein paar Tage, die Zeit kann ich nicht mehr sagen, gell. Ein paar Tage sind wir so, also und einmal noch so irgendwo in einem Dings, in einem Keller oder wo übernachten dürfen und nächsten Tag wieder weiter. Bis wir dann, es war so, das Gebiet dort zurück zur Oder. Es waren da 5 versprengte Truppen dort in der Gegend. Wir sind weiter marschiert und dann sind wieder irgendwo ein paar Lanzer wieder dazugekommen. Ja, die, Der Hunger hat sie aus den Verstecke getrieben. ja. Ja, und dann ist es so gegangen, dass wir immer wieder ja, auf eine bessere Unterkunft gekommen sind, wo ein Stadel war, wo wir da in Stroh oder in Heu und schlafen können. Ja. Und war immer so, wenn auch wieder welche dazugekommen sind, ja, von den Versprengten, die sie da freiwillig gemeldet haben. Dann sind wir wieder weiter, wieder auf ein größeres Ding, eine größere Unterkunft. Und so, das hat sich so ausgesehen. Ja. Da war ein Rittergut und da war große landwirtschaftliche Güter, wo wir auch untergebracht waren. Dazu musst du aber sagen, Dann- es war keine Bevölkerung mehr da. Ja. Es war alles geflüchtet. Nur ein paar alte Leute, die vielleicht die nicht mitkennen haben Ja. oder die nicht weg wollten, die waren da. Es war kein Vieh da, es war alles geplündert. Ja. Und da hat er eben so oft erzählt, dass ein alter Mann der hat eine Kuh in einem Verschlag versteckt gehabt, hat ihnen eine Milch angeboten. Und trotz schlechten Gewissen haben sie die genommen, ohne zu ahnen, dass sie die nächsten 3 Jahre keinen Schluck Milch mehr kriegen. Ja. Das war schon ein, Ja, nicht einmal zum Segen. Ja. ja, Ja. Ja, und dann, also im letzten Lager, da waren wir dann schon ein paar hundert. Und das ist dann aufgelöst worden, ja, weil es ist die Verpflegung hat man nicht mehr können beschaffen Erzähl oder jetzt. erledigen. Von der Oder weg bis Landsberg sind wir marschiert. Also eine Mordskolonne. Ja. Andere sind halt, dann konnte ich uns einfach zusammengefallen, ja, haben nicht mehr weiter können. Ja, und man hat dann nach einer Zeit lang hat man halt einen Schuss gehört. Natürlich, ja. Die hat man nie mehr gesehen. Ja. Und dann, dort war ein größeres Lager noch, schon ein paar hundert. Und von dort sind wir noch einwagoniert worden. In Landsberg an der Warte. Ja. Von Landsberg sind wir transportiert worden. Ja. Bis Bosen sind wir da gekommen.
aber natürlich nur im Viehwaggon. Ja. Und das war das größte Sammellager dort in dem Gebiet, also in Ostdeutschland. So. Und dort haben wir dann erlebt, wie der Krieg aus war. Und in der Nacht haben wir schon gehört, die Russen schreien, die haben gesoffen, ja. Die waren besoffen und haben geschrien. Und in der Früh, der Lagerkommandant, der Russische, hat dann das Lager antreten gelassen, gell? Und hat dann erklärt, der Krieg ist aus und der kommt nach Oberschlesien in die Kohlengruben. Und bis Weihnachten seid ihr alle zu Hause und keiner von euch wird Russland sehen. Da waren wir aber schon in Hundertschaften eingeteilt. Und am Nachmittag, an dem Tag, sind dann die ersten Hundertschaften schon Richtung Bahnhof marschiert. Wo die hinkommen, hat ja keiner gewusst. Ja. Und am Abend war unsere Hundertschaft auch sind wir auch dran gewesen. Also Bahnhof marschiert. Und es waren das, natürlich nur Viehwaggon und Holzbritschen. Ja. Und die Tür ist zugemacht worden. Ja. Also man hat nichts mehr. Man hat gleich so viel ausgesehen. Ja. Der Zug ist, der Transport ist angeholt und ist die ganze Nacht gefahren. So viel wir halt mitgekriegt haben. Ja. Und am nächsten Tag, wie Tag war, ist der Zug das erste Mal gestanden ist, waren wir schon mitten in Polen. Ja. Also da waren ein paar dabei, die sich ausgekennt haben. Ja. Und so, ja. Also haben wir auch Kanorit oder was, hat es nicht mehr gegeben. Gell? Die Russen haben bloß alles Dings an den Säck, Trockenbrot, eingeschmissen bei der Tür. Dann ist der Zug wieder weitergefahren. Und na, ja, haben wir vielleicht einmal einen Suppenbar gekriegt. Ne? Und so ist das. Und da sind wir 16 Tage sind wir gefahren. Über die Wolke drüber. Ja. Und die waren überall. Ja, ja natürlich, da haben wir schon gewusst, was uns blüht. Ne? Bis Tschelabinsk. Ohne, dass wir mal rausgekommen waren. Und dann in Tschelabinsk, In Sibirien. ja, sind wir auf freiem Feld, sind wir auswagoniert worden. Und dann sind wir wieder marschiert. Ein paar Stunden ins Lager, bis wir dort sind aufgenommen waren. Ja. Und dort waren in den Lager, waren schon die Dings, die besseren Posten, waren alle schon von Rumänen besetzt. Dem die Deutschen gekostet. Und die, ja, das waren richtige deutsche Hosen. Ja. Ja, Unterkunft war Erdbunker. Erdbunker. Ja. Das war ja als 17-Jähriger sind Sie da hingekommen. Also, genau, ja. 17,5 Jahre, ja. Aber immer mit dem Christian zusammen. Immer, ja.
Also wir haben uns nicht trennen gelassen. Ja. Wenn irgendwo was war, wir sind immer, haben wir uns immer bei der Hand gehalten. Und wir gehen nicht voneinander. So, und das, Seien Sie dann auch in die Arbeitsgruppen schon einteilt geworden? ja. Also, das war auch so. Arbeitsgruppen, das waren 1, 2, 3 und 4. Ja. Also 1 und 2, ja. Also Brigaden, ja. Das waren Arbeitsbrigaden. Ja. 1, das waren die stärksten. Voll arbeitsfähig. Die haben voll arbeitsfähig. Die haben 10 Stunden am Tag arbeiten müssen. Und die Zweier 8 Stunden, und Dreier 6 Stunden. Ja. Aber und das war nur so die offizielle Meinung. Ja. Aber wenn wir sind zu den Arbeiten ausgeguckt oder eingeteilt gewesen, das hat die Arbeit müssen fertig sein. Ja. Wie ist die Einteilung vorgenommen geworden? Wie hat man da geschaut? Ja. Ja, Schon nach der Berufsausbildung, ja. Ja. Ein bisschen. schon ein bisschen. Man hat schon ein bisschen geschaut, oder die Großen haben gefragt, wer für das seine, ja, also geeignet ist. Ja. Ja. Und der andere ist halt ganz einfach. Da sind wir halt ganz einfach eingeteilt worden. Irgendwo auf ein Sägewerk, ja, den Zusammenrahmen und viel auf Bauten, Siedlungsbauten waren das viel. Das waren wir also über den Sommer. Und von da, also wir sind mal ein paar Brigaden rausgekommen. Und da haben sie während dem Sommer, haben sie da schon gefragt, wer, also Tischler oder Sommerleute. Jedenfalls habt ihr euch nachher zum Waldkommando Genau, gemeldet. ja. gell? Wie war das da mit Ja. dem Waldkommando? Wie ist das gewesen? Ja, es war zuerst so, da sind wir in einem Wald eingeführt worden. Dort waren Birken Naja, und Pforten. das hast du ausgelassen, dass ja da wieder Ja, genau. Das ist, weit, zuerst mit der Bahn und Ja. dann mit LKWs Ja. in Osten Sibiriens, also in der Nähe von Irkutsk war das irgendwo, weil wo das Ziel war. Ja, wir sind dann eingeteilt worden und da sind wir wieder, wie soll ich sagen, in Dings, Na, da war auf es dem Transport Ja. sind wir wieder transportiert worden. Ja, weiß Gott wohin. Und dann dort der Floßwegen aufgeladen. Ja. also vielleicht, wenn Sie kurz zusammenfassen darf, Sie sind dann in Chelyabinsk nach 16 Tagen sind Sie angekommen. Ja. Dort haben Sie schon mal arbeiten müssen und dann hat es geheißen, ja, wer kann im Wald arbeiten. Ja. Dann haben Sie sich gemeldet, weil Sie gedacht haben, okay, es kann jetzt vielleicht nicht mehr schlimmer Genau. werden, Ja. was es schon in Sibirien waren zu der Zeit. Ja. Und dann seien Sie von dort noch weiter von Sibirien ins hinterste Sibirien Ja. transferiert geworden, über 1000 Kilometer, nochmal nach Osten, Ja. noch weiter schon in Asien, noch weiter ins hinterste tiefste Sibirien, nach Irkutsk, in der Nähe von Irkutsk und das dort dann quasi Ja, Holzschlägern. Eben in dem Gebiet Wieder von durch Irkutsk. tagelang unbesiedeltes Gebiet gefahren. Ja. Einquartiert sind wir dort dann in Zelte waren. Ja. So Art 40 Monate. Aber zwischendurch war ja das Ereignis, wo der Christian weggekommen ist, das war ja wichtig. Nicht? Der Christel ist ja nachher noch einer. Ja. Dort haben sie einen Deutschen, Nein. zuerst einen Deutschen gehabt
aus Esslingen, den Kenner Paul, der ist zu seiner Partie gekommen. Ja. Und die haben dann, und einer, der aus der Schule, aus irgendeiner Schule gekommen ist, der aufgrund der Aufgabe schon zusammengebrochen ist, der ist dann weggekommen. Und mit die drei haben dann ganz gut gearbeitet. Und der Kenner Paul ist leider nach einer kürzeren Zeit schwer erkrankt an einer Gesichtsrose. Und die Rosen haben, das war für sie die Angst vor einer Seuche, eine sichtbare Erkrankung. Nicht? Und der ist dann weggekommen und die haben sich untereinander. Der ist zurückgekommen nach Schelabinskis. Die Das haben sich Hauptauer. die Heimatadressen ausgetauscht, die haben sie sich aber merken müssen, weil es hat kein Papier, kein Bleistift, nichts gegeben. Und der hat die erste Nachricht an die Eltern geschickt, dass er noch lebt. Ja, Nicht? ja. Das heißt, sie haben dann im Wald, waren sie dann zuerst dieses Viererkommando, dann zu dritt und dann nachdem der Paul heim, waren sie zu zweit nachher dann. Und sie haben halt Ja, der Christian ist dann nicht mehr mit mir in den Wald gegangen, sondern ich war dann allein, Einmannbrigade. Sie haben ja dann die Arbeit, sie haben einen bestimmten Prozentteil haben sie erfüllen müssen, dass sie Ja. überhaupt zum Essen kriegen. Wollen Sie jetzt vielleicht einmal zuerst erzählen, wie hat das mit der Ernährung dort ausgeschaut? Wie viel am Tag haben Sie da zum Essen gekriegt, eine Ration einmal? Ja, also man hat uns Brot abgezogen, normal hat man 600. Nein, Ja, ein halb Kilo. 500 Gramm, ja. halb Kilo Brot, ja, hat man gekriegt. Und sonst, Und das wenn man nur 70% von der Arbeit hat leisten können, dann haben sie uns 200 Kilo Brot Zwei. abgezogen. nicht 200 Gramm. sehr 200 Gramm. 200 Gramm. Ja. Ja. Und wie hat die Suppen ausgeschaut, die Sie kriegen? Ja, die Suppe war je nachdem. Also im Sommer, da haben wir Brennnesselsuppen gekriegt. Ja, also da haben sie was solche. Es war, wenn ein paar krank waren, dann haben sie einen Sack gekriegt. Und jetzt geht's Brennnessel sammeln. Ja, die haben müssen Brennnessel sammeln für die Suppe. Ja, und dann ist ja die Zeit, wo die Erdäpfel noch gekommen sind. Da waren wohl schon an Erdäpfel auch in der Suppe drin. Ja, aber halt zuerst nur wenige. Ja. Mit der Zeit, er wird besser. Es war ja oft nur Wasser, haben sie gesagt, Ja. oft nur grünes Wasser. Ja. Es ist dann die Schwammerlzeit gekommen Ach ja. Ja. und die Beerenzeit und die Preiselbeeren und die Schwarzbeer waren dort Ja. ja üppig. Und das hat sich dann natürlich den Vitamin-C-Haushalt und es war, wie soll ich denn sagen, so ein sumpfiges Gebiet, die Gössen waren furchtbar. Und da hat er eben ein Erlebnis gehabt, weil dort waren sie relativ frei, weil sie haben nirgends hin können. Und am Sonntag haben sie frei gehabt und da ist er dann gegangen und ist dort zu einem Ja. Zu einem alten, Ja. Ja, zu einem das alten ist Russen wichtig. gekommen, Ja. der zurückgeblieben ist. Alle anderen, also die Jungen sind sowieso eingeguckt. Und die Frauen waren waren niemand ja mehr da. verschleppt. Oder sind verschleppt worden. Ja, aber das hat eine Vorgeschichte mit dem Los. Es ist so, da muss eine Verpflegung. Das war so, ein halber Liter Suppe und ein Das, Ja. halb Kilo Brot am Tag. Und ein Esslöffel Zucker. ja, ja. Und weil der Christel
eben nicht da bei uns im Quartier war, sondern in der Garage. Also hat der den Zucker nicht empfangen können. Ja. Denn der ist alle 10 Tage ausgeteilt worden. Und der Christel, wer ist in die Garage gekommen, kein Quartier gehabt. Der hat in der Garage irgendwo in der Winkel drin müssen schlafen. Auf einem bloßen Beton. Auf dem Brot. Ja. Und ich habe also eine Tarnjacke gehabt noch. Ja. Und die habe ich ihm gegeben, dafür, dass er meine Jacken gehabt hat, habe ich den Zucker für ihn empfangen. Und eben, dann waren wir alle 10 Tage, haben wir den Zucker auf die Hand gekriegt. Ja. Jetzt was soll ich machen damit? Ja. Sichtweise hat es keine gegeben. Ja. Und dann ist der Sonntag gekommen und am Sonntag haben wir nicht gebraucht, den Wald gehen. Waren wir frei. Und ja, habe ich die Wolkendeutschen, die haben dann gefragt und die haben gesagt, Herr Bautzle, ja, Viertel oder eine halbe Stunde gehen bis zum nächsten Dorf. Und dort findest du schon mehr, schon einen, der den Zucker mag. Und du kriegst schon was dafür. Und so war es dann. Am nächsten Sonntag, ich habe den Zucker aufgespart und nächsten Sonntag bin ich dann losgezogen, ins nächste Dorf. Und bin dann gegangen. So, und ein alter Herr hat dann einmal Hallo, ja, hat mich angerufen, ja, angeredet. Sagen wir halt so gut, die paar Worte, was ich Russisch kennen. Und der hat auch noch ein paar Worte Deutsch kennen. Ja. Haben wir uns dort verständigt. Hat er mir erzählt, er war im Ersten Weltkrieg in Österreich in Gefangenschaft. Und so viel habe ich rausgekriegt. Er war im Völkermarkt. In unmittelbarer Nähe. Ja, Auf der anderen Seite der Welt, im hintersten Sibirien, Sehr Ja. unglaublich. trifft man jemanden, der in der Nähe von der Heimat wohnt. Ja, Gleich eben. nebenan. Und der hat in Kärnten in so gute Erinnerung gehabt und gesagt, es ist ihm gut gegangen. Da. ja. Dann haben wir eben, also er hat den Zucker angenommen und einen Eimer Erdäpfel habe ich gekriegt dafür. Und die Erdäpfel haben wir in Scheiben geschnitten und auf Dings und das Feuer reingehalten. Und so haben wir die Erdäpfel eben. Ja. Und dort haben sie dann schon die Holzbaracken dann gebaut, weil dann der sibirische Winter ja dann bald kommt. Da ist der dort überrascht. Mitte September ist der erste Schnee gefallen. Ja, und dann war praktisch der Winter da. Aber durch die große Kälte hat die Schlägerung ist eingestellt worden, weil es war so kalt, dass die Bäume geplatzt sind. Momentan, Es war viel zu gefährlich. momentan nicht. Von welcher Kälte sprechen wir da? Von Ja. welcher Kälte? Welche Minusgrade? Momentane Kälten. Also von einem Tag auf den anderen. Das hat es schon gegeben. Ne? Und so waren die Dings waren wahrscheinlich noch in Saft zum Teil. Ja? Und Jetzt gesprengt. die sind durch die Kälten sind die dann geplatzt. Wie viel Minusgrade hat es da gehabt? Wie viel Minusgrade? Ja, Tiefste Temperatur. ja. 25, 30 Jahre. Ja. Das haben wir nicht gewusst. Aber später nachher haben sie schon gesagt, also
50 Grad, 55 Grad war das meiste, das ein Sturz gehabt hat. Minus. Minus. Sie haben dann als Aufgabe gekriegt, das hat er immer geschrieben, diese Reisekaufen zu verbrennen. Haben aber keine Schuhe mehr gehabt. Als Ersatz Pfütz, Schilfpatschen. Jetzt ist natürlich der Schnee zerronnen. Und bis sie dann heimgekommen sind, waren die Schilfpatschen auf die Füße angefroren. Nicht? Ja, Und dann ist aufgrund, weil die Wolfsrudel immer näher gekommen sind, war die Versorgung in dem Wald nicht mehr möglich. Jetzt sind die Wölfe schon den Fahrer mit dem Pferd angefallen. Dann sind sie in die Nähe vom Stützpunkt gekommen und dort war eine Ziegelei. Und dort sind sie dann hingekommen. Immer noch in Irkutsk oder Ja. wieder zurück? Nein, immer nur in Immer nur Irkutsk. Irkutsk, Ja, immer dort noch. in den Ja. Stützpunkt in Ja. der Nähe von Ja. Irkutsk. das war noch eben. Und sind wir dort eingeteilt worden. Es war eine große Ziegelei. Und dort haben wir, also unter Dings, und die Ziegel, die Rohling, das war noch alles draußen. Und da war der Ofen, war zum Anfüllen. Jetzt haben wir müssen den Ofen anfüllen. Und es hat immer geschrieben, zu 14 Mal eingeteilt worden, zu einem Hund. Ja, also, Ein Das- professorisches Gleis und in den Ofen. Nicht? wir müssen rausfahren in die Lager, also nicht trocken, weil die Rohlinge waren draußen. Und reinfahren damit in den Ofen. In der tiefsten Kälte. Ja, und es ist auch immer der stark der Wind gegangen und der Schnee hat es immer so getrieben. Beladen haben wir nicht alle, aber zwei haben immer müssen vorne Schnee schaufeln und die Bahn frei machen, weil immer der Wind immer eingetrieben hat. So, wie der Ofen voll war, dann hat es geheißen, zurück nach Tscheljabinsk. Ja, Das heißt, vorne den Ofen noch voll machen müssen. Genau, und schließen sobald es fertig war, ja, vom hintersten Sibirien ins vordere Sibirien. Ja. Ja. Und da war die starke Kälte, wo sie aufpassen haben müssen, dass sie nicht den Entführungstod erleiden. Ja, das war Welche? der erste Teil mit den LKW, mit den offenen LKW. mit den offenen LKWs Richtung Bahnhof. Ja, aber das ist ja ein bedeutender Ja. Zufall. Dort ab dem Bahnhof haben sie warten müssen, bis sie verloren werden. Auf einmal steht der Christian wieder da. Na, Und das war natürlich, der hat die Tarnjacke noch mitgehabt und ab dann haben sie gesagt, wir gehen nie mehr auseinander. Nicht? und da haben sie ja gesagt, sie haben sich bewegt wie die Pinguine Ja, oder ja. so, immer Ja. in Bewegung, wie das. Von innen nach außen und Ja, so. das war aber kurz vor Weihnachten. Und 45. eben, das war und auf dem Bahnhof, wo wir auf den Transportzug und warten müssen, waren viele Russen. Die Russen, die dort waren, die waren ja auch alle Zwangsarbeiter. Ja. Dort auf dem Bahnhof, das war ja das Traurige. Also haben wir lange warten müssen. Ah ja, Und weil schon kurz vor Weihnachten war, haben bei uns unsere Leute angefangen zu singen. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe,
25 oder 30 Leute waren wir noch. Mit 70 Leuten sind wir ausgekommen in Sommer. Ja, und 25 sind zurückgefahren. Die anderen Ja. sind alle dort irgendwo verblieben, nicht? Und die Russen, also es waren der arme Teufel. Und wir haben auch gesungen, Weihnachtslieder. Ja. Und die Russen haben geblärt. Ja. Ein Winkel rein und haben so geblärt. Ja. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh, wie nachtlieb aus deinem göttlichen Mund. Darum schlägt die rettende Stund. Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt. Ja, das war. Jedenfalls seid ihr zurückgekommen nach Tscheljabinsk, wieder in den Erdbunker Ja, und Das- die Christel-Eisern zusammengehalten. ja. Hab können Küche arbeiten gehen. Nach Weihnachten, ja. Nach Weihnachten. Und da haben sie in Lazarett haben sie eine bessere Verzehrung gehabt. Und ich hab da müssen einen Kessel mit Hirsebrei Kasche. kochen. Und das war also, das war ein Recht. Ja, ich habe rühren müssen. Ja. Und das hat mich so hergenommen, dass ich krank geworden bin. Und habe dann die Dings gekriegt. Rippenfellentzündung. Doppelseitige Rippenfellentzündung. Bin dann ins Lazarett gekommen. Und da, weil ich im Lazarett war, Ja, und der ist der Christel Verholungsstation. eingeteilt worden. Dann links für die Karose. Und ich bin von Lazarett rausgekommen. Da war ich auch schon wieder eingeteilt. Und nachher sind wir nach Mias gegangen, In die in Autofabrik. die Autofabrik. Dort sind wir hingekommen und eingeteilt worden, ja, Fließband. Und zwar ganz am Anfang, wo der Fließband angefangen hat. Und dort ist der Roman aufgelegt worden. Ja. Und da ist die Dings, die Hinterachse von oben runtergekommen. Und ist weitergelaufen. Und die Vorderachse. Ja, das ist. Und dort ist Garten angeschafft worden. Und da ist, ja. Jedenfalls sind dort 40 LKW täglich, wenn das Material da war, vom Band gelaufen. 40 LKW pro Tag. Ja. Überall ist Sis so. haben die Kassen, nicht? Was? Überall, Überall Sis. ja. Ja. Das war so wie eine größere Stadt, war das Fabriksgelände. Und dort hat es nur einen Korridor gegeben von der Unterkunft zur Arbeitsstätte und wieder zurück, sonst war nichts. Da waren es wirklich Ja. Gefangene. Ja, und dort habe ich natürlich auch ein bisschen Dings, so ein aufwärts miterlebt. Ja. Na jedenfalls Auf jeden Fall. hat die Fleischerlehre nachher irgendeine Rolle gespielt in deinem Leben, nicht? Ja. Dass du so... Ja. Darf ich das jetzt Bitte, ja, erzählen? bitte. Ja. Also die Mieten, diese Erdmieten mit Kraut und Erdäpfel sind
gelehrt gewesen. Jetzt haben sie dann nur mehr also einen Mahlrückstand, also eine kleine Suppe gekriegt. Und die war grauslich, da hat jeder gerade noch gegessen, was er hat unbedingt müssen, so schier war die. Und dann haben sie aber vor der Baracken so irgendeine Gefäße aufgestellt und haben sie müssen den Rest reinschmeißen. Und über Nacht haben sie auch Baracken gerammt und dort sind dann Schweine reingekommen. Und die waren über den Schweinemagen ist das restliche, die restliche Klein. Verpflegung Ja. und das hat sie ihnen gut getan. Und wie dann wieder die Ernte angegangen Von ist, heute auf morgen. war Ah. wieder Krautsuppen da und die Schweine haben kein Fressen mehr gehabt. Die sind dann geschlachtet worden. Und dann haben sie von den Lazarettbaracken, die haben schon ein Stroh gehabt zum Schlafen, sie waren nur noch auf die Bretter. Der Stroh zusammen im Lazarett, der Belegschaft hat das Stroh weggenommen, auf einen Haufen zusammengeschmissen und damit die Borsten abgebrannt von der Sau. Und dann sind sie plötzlich gekommen und weil er Fleischhauer gelernt hat, als Aufsicht zur Seuch. Und da ist immer einer mit dem Gewehr oder Ja. mit dem daneben gestanden. Und die Obrigkeit ist gekommen und hat wieder ein Stück Klober geschnitten und sie dürfen zuschauen. Und Ja, das war los. ja. Und dann ist das erste Mal, nach der ganzen langen Zeit, sind dann plötzlich Karten verteilt worden, so mit Postkarten. Sie dürfen nach Hause schreiben. Aber maximal 25 Worte und die müssen beinhalten, es geht uns hier sehr gut. Zensur. Ja, ein Bleistift, der hat die Runde gemacht zum Schreiben und wenn er nicht mehr zum Halten war, dann hat es einen neuen gegeben. Und nach einer Zeit, also vor den nächsten Weihnachten, ist dann einmal die Post, die zurückgekommen ist, ausgeteilt worden. Da hat seine Schwester zurückgeschrieben. Das war nämlich für viele, die nichts gekriegt haben, sehr bitter. Ja. Und die Weihnachten dort, die waren dann eigentlich Ja. eher so, weil da war schon so eine gewisse, also man hat das verdrängt, das Heimweh und das, Hoffnungslosigkeit. die Hoffnungslosigkeit, genau. Haben Sie da gewusst, irgendwie, wie lange Sie noch bleiben müssen? Ist da irgendwas informiert geworden? Kommen wir jemals heim? Oder wie schaut das aus? Oder irgendwelche Info? Von dem, Ja. von dem war keine, nicht die geringste Information. Wie sind Sie mit der Ungewissheit umgegangen? Mit der Ja, Ungewissheit, es Hoffnungslosigkeit? hat da in den Lager, man hat immer gewisse Parolen, hat man gesagt. Die hat es gegeben. Ja. Ja, aber auf Deutsch hat er ganz brutal gesagt, scheiß aus Parolen. Ja. Weil nichts, klar hat es auch keins gegeben. Es hat ein Mordsgruben und eine Barmer drüber. Und dort ist man draufgeguckt. Und da hat er sein Klo verrichtet, sei Not. Ja, und die Parolen sind von dort ausgegangen. Ja. Also weitergetragen worden. Neuigkeiten. Aber meistens war nichts dran. Ja. Aber es hat nachher das internationale Rote Kreuz schon ein bisschen Einfluss gehabt. Und es ist dann dort doch durchgesickert, dass vielleicht das Heimkommen näher kommt. Nicht? Und dann hat es geheißen, die Österreicher werden separiert, hat gut sein können oder schlecht, aber sie sind dann ins Österreicher-Lager gekommen und dort war dann schon wesentlich besser. Gell? Oktober Ja. 47. Ja. Und ja, es Dort war, haben sich dann 4 Kärntner zusammengefunden. Nicht? Der Lenze und eben, der, ja, das war wieder
Erholt. Hoffnung ein bisschen oder Ja, zumindest ja. Zusammenhalt, Vertrautheit. Ja. Wie ist dann weitergegangen? Dann in dem Österreicher Lager Ende 47, Oktober 47. Ja, das war natürlich, ja, hat es dort auch immer wieder die Parolen gegeben. Also nichts, ihr fahrt nichts haben. Er kommt so anders hin, nicht? Oder? Kommt woanders hin. Ja. Naja, Und- ja. Und so, das war praktisch so ein Erholungslager. Das haben sie die Österreicher auch ein bisschen aufgefordert. Ja. Weil es war praktisch so eine Art Lazarett. Ja. Das Lager hat eine Verpflegung viel Fleisch gehabt. Es sind nur Rindschälen sind gekommen. Und die sind wir ein paar gewesen. Und die haben wir müssen kochen und dann ausbandeln und dann so rings machen. Das war der Wiegebraten. Wiege, genau, Wiegebraten. Ja. Aber die haben ja 2 Jahre vegan gelebt. Und die Suppe von diesen Rinderschädel ist ja auch wieder verwendet worden. Das haben die Leute nicht vertragen. Das sind noch viele krank geworden und einer von den Ja. 4 Kärntner hat die Gelbsucht gekriegt. Und wie es dann zum Wegfahren war der ja nicht mitgekommen, weil wie der Abtransport war. Jetzt sind die alle einmal der für den durch die Kontrolle gegangen. Das war natürlich ein Risiko, das man nicht abschätzen kann, aber sie haben mitgekriegt. Und der ist nur mit dem, was sie haben gesehen, was er vertragt, also die Verpflegung war schon besser, was er vertragt, das haben sie denen gegeben und sie haben halt das andere gegessen. Und nur mit denen hat er seine Gelbsucht geheilt. Der ist in der Nachbarortschaft da, ein Haus gehabt und haben wir immer Kontakt gehabt, bis er gestorben ist. Ja, Also die haben ihm wirklich das Leben gerettet, damit, dass er heimgekommen ist. Wobei sie ihr eigenes vielleicht aufs Spiel gesetzt haben, weil sie Natürlich. Ja. für ihn durch die Kontrolle Und die gegangen sind. draufgekommen waren, war ja alles aus gewesen. Aber dann sind sie schon mal langsam Richtung Heimat gefahren dann. ja. Ende 47. Na, war Aussicht gewesen, sie waren Weihnachten daheim und dann war in Rumänien war es das Unwetter. Die Mama aus Siegert. Ja. Das war das Auffanglager von Russland her. Ja. Und dort das war wieder ein Lager, da sind wieder alles sortiert worden. Ja. Und von dort weg nach heim. Ja, aber dort war ja das Unwetter, wo die Bohnen da brauchen. Vorher. Vorher, ja. Vorher war ein Unwetter, da ist ein paar Baumbocken weggerissen. Und da haben sie dann im Lager haben sie da also Leute gesucht, gell, die eben Arbeiten gehen dort. arbeiten können. Gell. Das Also sind Brückenbau. Etliche noch umgekommen dort. Ja. Da sind dann ein paar sind untergegangen dabei. Ja. Also sind sie dann wieder von Sibirien zurück über den Ural, über die Wolga, über Kiew bis nach Rumänien, wo dann eben die Brücken Ja. durch das Unwetter zerstört waren. Dann haben die wieder aufgebaut werden müssen und dann im Februar 48 sind sie einmal Richtung Debrecen, Ungarn. Ja. Nach Debrecen, ja. Ja. Und da haben sie das erste Mal Kontakt mit der Zivilbevölkerung gehabt. Das war ein Transport. Hat dort gewartet auf uns. Aus Und zwar, das waren die Jugoslawen. Also die in die Österreicher, die in Jugoslawien gefangen waren. Und dort sind wir dann in Personenwaggon umgeladen worden. Ja, bis Wiener Neustadt. Endlich rollt der Zug in Wiener Neustadt ein.
Jener Zug, auf den Tausende gewartet haben. Mütter, Väter, Brüder, Schwestern, Kinder und Angehörige jener glücklichen Unglücklichen, die nun Jahre nach dem Kriegsende endlich in die Heimat entlassen wurden. Die Reporter der Austria-Wochenschau gestehen, wir konnten nicht in Bildern wiedergeben, was sich bei der um Monate oder noch richtiger gesagt um Jahre verspäteten Heimkehr wirklich abgespielt hat. Es geht einfach über Menschenkraft, die Gefühle wiederzugeben, die Tragödien zu schildern, die Freude und das Glück auszumessen und in Worten auszudrücken. Und so lassen auch wir diese erschütternden Szenen mit jenem Schweigen an uns vorüberziehen, das überall dort geboten erscheint, wo die tiefsten Bereiche menschlichen Fühlens und Empfindens offenbar werden. Die Heimat hat sie wieder. Und in Berlin Reichstadt, da haben wir dann 50 Schilling. Schilling gekriegt. An der Brot, nicht? Und dann einen halben Kilo Brot. Ich weiß nicht, noch was. Ja, Entlassungsschein. Ja, Entlassungsschein. ja. Ja, und dann sind wir noch einmal begleitet worden, bis auf den Semmering. Ja. Das war dann Schluss mit der Dings, mit der Ja. russischen Besatzung. Ja. Und da einer durch die Steiermark, überall, die Dings war, der Österreicher Transport ist scheinbar, Ja, die Leute haben gewusst, wann er. Ja. also verständig geworden. Ja. Und da waren so viele Leute, sind Leute umgegangen. Mit den Fotos. Mit Fotos, Suchen nach also, Vermisste und Gefallene. Und in St. Veit hat sich der Kreis geschlossen, weil in St. Veit am Bahnhof bist eingestiegen und die haben die direkt vor seine Lehre hingebracht zu seinem Onkel. Das nächste Haus war sein Ja. Onkel. Das war Das auch. war, Das ist am 23. Februar 48 seien sie wieder nach Also- St. Veit zurück. Ja. das erste Essen, bekommenes Essen daheim, das waren Palatschinken. Ja, drinnen beim grünen Baum. Ein Grenzbaum, ich sagte halt. Und wie war das Gefühl, dann wieder zu Hause zu sein? Wie war das Gefühl, so wenn sie die ganze Zeit das vielleicht unterdrücken haben müssen, weil man nichts sagen hat dürfen und dann seien sie wieder daheim? Wie war das Gefühl, so das wieder? Ja, ich weiß, komm, eigentlich, das war gar nicht so. Die waren natürlich alle daheim, die Geschwister und die Eltern. Ja, die waren schon überrascht. Aber es war so, als wir erst gestern vorgegangen war. Ja. Also die Jungen werden das sicher anders empfunden haben wie die Familienväter und so weiter, nicht? Weil Ja, die weil- haben den Vorteil gehabt, dass sie doch nicht so oder noch Und leichter das war, gekommen haben und es war damals nichts Neues. Sind sie jeden Tag, hat es da eine Transporte gegeben, Heimkehr. die heimgekommen sind. Ja. Und naja, ja. Entweder haben sie gewartet, dass ich vielleicht auch dabei bin, aber über das haben wir nie mehr geredet.
das muss ich dazu sagen, das habe ich so schlimm empfunden, wenn dann was geredet worden ist über den Krieg, dann hat der eine und der andere gesagt, naja, was war denn so dumm? Und ich meine, sie sind ja nicht freiwillig eingerückt, sie haben ja einrücken müssen. Und in seinem Fall war das ja noch ganz anders, weil er gewusst, mein Bruder haben es erschossen und wenn ich nicht gehe, passiert mir das Gleiche. Nicht? Der hat desertiert. Am Krieg. Und den haben auch die Partisanen umgebracht. Ist keiner verschont worden. Ja. Es hat bei uns doch schreckliche Sachen gegeben. Ja. Ja, und Dann haben, Sag mal, dann haben sie sich kennengelernt. Dann. Wie war das? es mit war Kennenlernen? ich hätte also daheim bleiben müssen. Die Mutter hat gesagt, ich muss da bleiben. Ja. Ich hätte wollen weiter zu der Fleischhauer gehen. Ja. Weil das war ja auch aufgenommen worden. Und Ja. ja, Dann sind wir Und uns dann? halt über den Weg gelaufen. so, ja, Es war eine Da mysteriöse oben. Geschichte. Ein Mann mit Ach so. Erfahrung und ich aus der Schule. Das war ein bisschen komisch. Veronik haben sie wohl immer gekriegt. Ja, Dazu das alles nicht. und der Aber ist dann- da. Nein, dazu das nicht von der Band. Und Ja. das ist ja. Aber dann mit den Fenstern gehen, nachher Ja. dann mit den Fenstern gehen. Wie war Ja. das mit den Fenstern gehen? Genau, schon. Ja. Ich bin das erste Mal ins Haus gekommen. Da Nein, war, dazu das nicht. da ist die Frau, die Schwester von der Besitzerin, ist gestorben. Und damals war noch so üblich, Worten gehen. Ja. Also Aufbauen wohl am Haus. Ausbauen am Haus. Und da ist gebetet worden. Ja. Und die jungen Männer haben halt dann die Bestattung ersetzt. Das hat ja keine Bestattung gegeben, nicht? Ja. Und die sind halt dann meistens also zur Wacht auch gegangen. Ja, Und da ist er da bin ich das erste Mal, Am gleichen zum Tisch. ersten Mal ins Haus gekommen. Nein, okay. Also, Also, ja, da aber auf der hätte- gleichen aber der Ecke. Platz war Und nach den Worten, ja, also, na, willst du nicht geschwind heimgehen? Ja, da bin ich da. Und na, es hat geredet worden. Ja, eben, meine Vergangenheit. Ja. Ja. Und dann sind sie wieder hergegangen und Fenstern gehen nachher dann. So, naja, das hat sich dann so Sie- ergeben. Wir waren, jetzt muss ich erzählen, dass das zu sie Ende hat mich geht. dann ausbegleitet vor der Haustür. Ja. Wenn sie aber gesagt haben, ich muss, ich hätte mich eh nicht getraut. Ja. Aber es war, ich meine, es war eine ganz andere Zeit, das hat sich dann so ergeben, es waren die Nachbarsburschen da und so, es war lustig, es sind auf die Nacht immer fort und wir haben halt ein bisschen, Ja. haben uns halt ein bisschen nicht Ja. gefunden. Und dem bei der Haustür habe ich einen Puzzle gestohlen. Ja, und ich habe mir gedacht, das ist so eine Frechheit. Ja, Ja, also, das ist die ganze Vergangenheit das ist geblieben. die Vergangenheit. Ja, nein, Ja. es war dann so. Also hat schon noch Immer öfter, so. immer wieder Kontakt Ja, gefunden das und so. hat sich eben so ergeben. Und es war bei uns so, da waren nur Frauen, es war kein Mann da. Die Besitzerin war eigentlich die Stiefschwester meiner Mutter. Meine Mutter hat Ja, das es waren Aufrecht schon. gehalten. Es waren Ja, schon zwei Knecht Männer. halt, aber Ja. und die Frauen waren auch schon älter und so hat sich das halt ergeben. Nicht? Und dann ist halt so eine typische kärntnerische Heirat gekommen, nicht? 1954. 54, ja. Ich habe im Mai von Schulgehen aufgehört und im November haben wir geheiratet. Und da haben wir auch unsere Vorstellungen gehabt, wie es sein soll. Und die Schwester, die die Besitzerin war, hat dann gesagt, ich bin jetzt 70, ich will nicht mehr, ich übergebe euch das. Und meine Mutter war 52 und sie hat natürlich den guten Willen gehabt, uns zu helfen.
vor allem halt mir Ja. zu helfen. Also im März ist der älteste Sohn geboren und im Mai ist die Mutter krank geworden und im Oktober verstorben. Das war natürlich ein Schicksalsschlag. Jetzt ist die ganze Last auf mich gefallen. Nicht? Und so ist das halt die Kinder und die ganze Arbeit. Also wir haben, meine Jugend ist irgendwo vorbeigegangen, aber ich bereue es nicht, weil wie die Kinder dann draußen waren, dann haben wir schon ein bisschen genossen, Ja. dass wir ein bisschen freier waren und ja. Da gibt es viele Geschichten zum Erzählen, was Ja, sie ja, alles gemeinsam gemacht Ein haben. Buch könnte man schreiben, Ja. ein Buch Ja. könnte man schreiben. Also es hat sich vieles ergeben. Vieles hat man vielleicht auch unbewusst genützt. Wo man es nicht genützt hat, war es vorbeigegangen. Aber sonst sind wir mit dem Leben zufrieden. Alles haben wir nicht erreicht, vielleicht, was wir haben wollen, aber vieles doch. Und wir sind halt in eine Zeit eingefallen, die sehr schnelllebig geworden ist. Die Industrialisierung, die jungen Leute sind und alle, die Mädchen sind zum großen Teil in den Fremdenverkehr gegangen. Vorarlberg, Schweiz war, die Frauen, die früher in der Landwirtschaft waren, und die Burschen in die Industrie, weil wir haben in Brück das Kettenwerk, in Klein St. Paul die Wittersdorfer Zementwerke, die haben alle Arbeit gefunden. Also die Arbeitskraft ist knapp geworden und man hat eigentlich müssen schauen, dass man sich ein bisschen motorisiert und so weiter, dass das ein bisschen Handarbeit weniger wird. Und das war auch nicht einfach, weil das hat was Geld gekostet. Also unser Leben war eigentlich der Betrieb für uns selber. Ja. Gearbeitet haben wir. Aber wir haben 70 Jahre geschafft und das ist... Und immer miteinander. Die Kinder sind Gott Ja. sei Dank gesund gewesen. Leider ist der älteste Sohn schon verstorben. Aber es ist auch wieder schön, weil der älteste Urenkel macht jetzt die Matura. Und das ist schön mitzuerleben. Wie haben sie das gemacht, dass sie 70 Jahre verheiratet geblieben sind? Weil die Zuschauer sehen es jetzt da, so ein liebes Ehepaar, 70 Jahre, machen da gemeinsam das Interview, sie helfen sich gegenseitig weiter. Wie haben sie das gemacht, dass andere Leute auch mal so lange verheiratet bleiben können? Was würden sie da für einen Ratschlag geben? Man darf sich selber nicht so wichtig nehmen. Wir haben nie das Gefühl gehabt, der Betrieb gehört uns. Wir haben eher das Gefühl gehabt, der ist uns für eine Zeit überlassen. Man muss das pflegen, was man gekriegt hat. Und ja, ansonsten, ich muss sagen, man kann das nicht vergleichen. Also, mich wundert nicht, dass die Generationen sich gegenseitig heute nicht mehr ergänzen können, weil das sind Welten dazwischen. Nicht? Das sind wirklich Welten dazwischen. Wenn ich heute, es hat sich letztens einmal ergeben, dass ich gesagt habe, im November, vor 80 Jahren ist unser Opa zum Militär eingezogen worden. Ja, da haben alle geschaut und na, das gibt's ja nicht. Aber das macht sich ja niemand mehr Gedanken. Ne? Da sieht man, was da dazwischen sich Ja. alles getan hat. Nicht? Ja, weil du das genau überlegst. Gell. 80 Jahre ist ja eine schöne Zeit. Ja. Ja. Und das ist halt, es hat sich dann, ich sage immer, das Plastikzeitalter hat die Welt sehr verändert. Also wie das Plastik gekommen ist, dann ist die Wegwerfgesellschaft war mit denen, Das, der ja, Anfang von ah, dem cool. war das Plastik. Ja. Weil früher hat man emailliertes Geschirr, das ist noch geflickt worden, von den Hefenflicker und so weiter. Es war ja kein Abfall und so. Und das hat alles Vor- und Nachteile. Das hat die heutige Zeit gute Sachen, aber ich glaube, die Nachteile überwiegend. Weil der Mensch vergisst sich selber. Und gerade wegen Vergessen, vielleicht ein gutes Stichwort. Ich hätte zum Abschluss noch 2, 3 Fragen, dass wir schauen können, dass sich die Zeit nicht wiederholt. Passt das noch zum Abschluss? 2, 3 Fragen noch. Sie haben ja jetzt erzählt, wie Sie diese Zeit miterleben mussten, die Kriegszeit. Ja. Jetzt fängt es wieder an.
Wie sehen Sie das, wenn das jetzt so alles irgendwie wiederkommt, so Krieg, Aufrüstung? Wie geht es Ihnen dabei? Ja, wie soll ich das sagen? Ich muss sagen, ich kann froh sein, dass ich so alt bin, dass ich das nicht mehr so empfinden kann und auch nicht so erleben kann. Ja. Es Also ist- wir Alten brauchen uns nicht mehr so Ja. fürchten, aber die Jugend, Ja. über die Jugend wollen wir sagen. weil man das ja kennt. Ja. Wir haben das ja durchgemacht. Ja. Warum wird der Mensch nicht gescheiter und zieht aus der Vergangenheit ein bisschen eine Lehre? Glauben Sie, dass man daraus gelernt hat, aus der Vergangenheit? Ja, wieso auch nicht? Oder glauben Sie, dass die Welt Ja. daraus gelernt hat? Jetzt, Wir können zurückerinnern. Ja. Ja. Das war so. Ich denke, Aha, das Ich ist denk- jetzt wieder so. die Generation, die das miterlebt hat, die sieht das ganz anders. Die hat vielleicht schon gewisse Lehren gezogen, aber die Jugend kennt das ja nicht. Die ist in den Wohlstand eingeboren und ich meine, man kann nicht verlangen, dass sie das verstehen. Und das wird zu wenig drüber geredet und das wird zu wenig publik gemacht. und gerade deswegen ist Ja. es so eine große Ehre, dass Sie uns Ihre beiden Geschichten erzählt haben, dass das nicht in Vergessenheit kriegt, dass gerade die Jugend das erfahren kann, nicht nur aus dem Geschichtsbuch, sondern aus erster Hand. Was können wir machen, dass sich die Zeit nicht wiederholt? Was finden Sie da, was könnte man tun dagegen, dass man das bewahren kann, den Frieden und so? Das Ja. Eben, auf die Huren, die paar, die noch da sind, die noch leben, was die erzählen. Das ernst nehmen. Ja, und die Meinung von solchen Leuten aufnehmen. Ne? Aber es ist auch nicht leicht, sich in die Lage zu versetzen. Ja, das da einmal war. Und das sind die Sachen, die nicht glaubwürdig sind, die man erzählen kann. Ja. Was alte Leute erlebt haben. Ja. Ja, und Schau Sie, ich bin damals ganz ein Junger gewesen. Und heute bin ich uralt, kann man sagen. Ja. Und einer von den Letzten. Also sind nicht mehr viel da, die noch was erzählen können. es ist halt so, ich meine, die Aufarbeitung von dieser Kriegsgeschichte, die hat ja alle betroffen, nicht? Es war ja das soziale Gefüge nicht da und es waren die Leute, sind vom Krieg gekommen, die waren traumatisiert, die Väter haben gefällt, die Söhne haben gefällt, die Frauen haben das müssen ausgleichen und es war wirklich eine harte Zeit. Und die Leute sind krank gewesen, oder Invalide gewesen und das hat ja alles müssen bewältigt werden und man hat aber da sich selber überlegt, wie mache ich das? Man hat nicht gewusst, oder war nicht so, dass man gesagt hat, na, da gehe ich dorthin und dorthin, weil dort wäre schon eine Hilfe kriegen. Man hat das selber müssen überlegen, was mache ich, damit ich das bewältige. Wie haben Sie das bewältigen können, die ganzen Folgen, also das im Kopf? Wie haben Sie das verarbeiten können? Noch immer nicht. Ja, das kann man praktisch nicht. Ja. Immer nicht. Genauso wie ich Ihnen viele Sachen nicht schildern kann, gell, wie sie stattgefunden haben. Gell. Mit zunehmendem Alter, glaube ich, kommt das wieder mehr, Aber weil Es man hat auch- einfach mehr Zeit hat zum Denken. Früher war die Arbeiten, aber man hat es auch nicht leicht gehabt.
als Alter. Und dass man das erlebt hat. Gell? Denn viele Leute waren da, die gesagt haben, was war's so blöd. Das Ja. waren ja geächtet, nicht irgendwie. Ja. Deswegen haben sie zum Glück miteinander viel reden können, haben sie vorher gesagt, sie haben viel bei Ja. der Arbeit Ja. miteinander Ich, geredet. mein, Ja. ich habe die Lebensgeschichte. Und ich glaube auch, sie haben auch jetzt trotzdem nur sehr oberflächlich erzählt, die ganzen Dinge, was schrecklich waren, weil jetzt ist, wir haben jetzt, kann ich weggehen. na bleiben Sie 5 Minuten noch, 5 Minuten noch, Ich weil, kann nichts zum Essen. nein, macht nichts, weil jetzt, sie haben jetzt ihre Geschichte erzählen können, unfassbar, aber das ist trotzdem nur alles irgendwie jetzt nur so erzählt, aber das Miterleben, Mitfühlen, selber die Kälte, den Hunger, die Ungewissheit, Krankheit, Ja. Tod von den Kameraden, wissen, kann man jemals haben, Ja. das vorher, die Familie daheim, das geht nicht zum Nach, also ich kann das nicht nachempfinden. Ich bin jetzt 25, sie waren 17 damals, auch immer als Rahmen, deswegen, Ja. sie waren ein Kind, Ihr Kind. Ja. ein Kind. Ja. Und was ich da einflechten möchte, was der Mensch für Kräfte entwickelt, wenn er in so einem Überlebenskampf drinnen ist. Heute verzweifeln die jungen Leute wegen der geringsten, ich meine, beim Bundesheer, Sie wissen ja, wir haben eine Beziehung zum Burgenland. Und wenn ich denke, also das erschüttert mich so, wie viele Grenzsoldaten da draußen das nicht geschafft haben, den Ja, Dienst selbst- zu versehen und sich selbst gerichtet haben. Ich meine, es ist ja gar kein Vergleich mit der Aufgabe, aber man hat den jungen Leuten alles abgenommen, sie können keine Probleme mehr lösen und dann, das erschüttert mich sehr. Ja. Sie haben ja im Buch so geschrieben, zum Schluss auch, haben sie geschrieben, kriege Gänsehaut, nur wenn man den wahren Hunger erlebt hat, kann man nachvollziehen, dass man bis heute die Brotbrösel noch wegkehrt und nichts Ja. verschwendet. Ja. Ja, Er sagt oft, Hunger tut so weh. das ist unbeschreiblich. Und das ist ein Gewinn für uns, dass man das alles schätzt. Dass man das schätzt. Weil ich sage ja, heute wird nicht mehr für den Hunger gekocht, sondern für das ist eine Show. Ne? Was ist wichtig im Leben? Zufriedenheit. Ich meine, ich. Du bist ja überall mit inbegriffen. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Was soll ich da sagen? Gesundheit. Und dass ich Zufriedenheit und Zufriedenheit. ja. Und dass ich für den Rest meines Lebens nicht leiden brauche.